Yeah, good morning, ladies and gentlemen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Yeah, last week we spoke about sacrifices. Letzte Woche sprachen wir über Opfer geben. The Bible talks about sacrifices which are given in material form. Die Bibel spricht von Opfer, die in materieller Form gegeben werden. That includes money and crops and animals and other things. Das beinhaltet Geld, Pflanzen und Tiere und viele andere Sachen. But on the other hand, there are also non-material things that we have to offer to God. Aber es gibt auch nicht materielle Sachen, die wir auch Gott geben. This involves thanksgiving, praise, and worship. Das beinhaltet Danksagung, Lobpreis und Preisen. And we talked about thanksgiving and praise. Wir sprachen von Danksagung und Lobpreis. And today we are going to talk about worship. Und heute werden wir über Anbetung sprechen. And it's very important for us to know that thanksgiving and praise are primarily utterances of our mouths. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass das Danksagung und Lobpreis etwas, das wir aussprechen. But worship is an attitude of the heart. Aber Anbetung ist ein Zustand des Herzens. Secondly, thanksgiving and praise can be given to a person. Danksagung und Lobpreis wird ein Mensch, ein Wesen gegeben. For example, a person who has done great things can be thanked. Zum Beispiel jemand, der gute Sachen getan hat, kann gedankt werden. And at the same time, he can be praised. Und er kann für seine Wohltaten gepreist werden. And but worship belongs to God alone. Aber Anbetung gehört Gott allein. So, based on this, we conclude that worship belongs to God alone. Und nach dieser Schlussfolgerung sehen wir, dass Danksagung nur Gott gehört. Dass Anbetung nur Gott gehört. And therefore, we are going to read Psalms 95. Und deswegen werden wir Psalm 95 lesen. And Psalm 95 is talking about thanksgiving, praise, and worship together in one picture. Psalm 95 spricht von the Psalm 95 is speaking about thanksgiving, praise, and worship. Psalm 95 spricht von Danksagung, Lobpreis, Danksagung, Lobpreis und Anbetung. And all of them are wrapped together in one picture. Und alle werden zusammen in ein Bild gegeben. And we are going to see how these sacrifices are given and their characteristics. Und wir werden sehen, wie diese Sachen gegeben werden und wie sie da stehen. It reads from, we shall read from verse 1 to verse 8. Wir werden von Vers 1
bis Vers 8 lesen. It goes like this. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with the psalms. Let's try to read this, to talk about that. Komm herzu, lässt uns dem Herr frohlocken und jauchzen, dem Hört unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihn jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Lass uns erstmal über diese Psalmen sprechen. So, let us come before him with thanksgiving. Lasst uns mit Danken vor seinem Angesicht kommen. And let us shout joyfully to him with the psalms. Und mit Psalmen ihn jauchzen. But now the reasons are these. Und das sind die Gründe. For the Lord is the great God and the great King above all gods. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Now he gives us the greatness, the part of his greatness. Gibt uns einen Teil seiner Größe. It goes like this, and for the Lord, it says, and in his hands. In his hand are the depths of the deep places of the earth. The heights of the hills are also his. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Denn in seiner Hand sind die Tiefe der Erde und die Höhen der Berge und auch sein. Denn sein ist das Meer und hat's gemacht, und seine Hände haben das Trockene bereitet. Now, all this is praise. All dies ist Preis. Now comes worship. Jetzt kommt Anbetung. It says, oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Sagt, komm, lässt uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Now we see here a number of aspects. Wir sehen hier ein paar Aspekte. First of all, he talks about bowing in worship. Zuerst spricht er davon, dass er sich in Anbetung kniet. Let us kneel. Kneeling is another posture. Kneel to the Lord our Maker. Lass uns hinknien. Also knien ist eine bestimmte Form. These are actions that submit or recognize the authority and the honor of God.
Das sind Taten, die die Autorität und die Herrlichkeit Gottes anerkennen. That is worship. Was ist Anbetung? For he is our God. Denn ist unser Gott. The meaning of our God is very, very important here. Die Bedeutung unser Gott ist sehr, sehr wichtig hier. God is the supreme being, creator and sustainer of the entire universe, and the ruler of all and all of life. Gott ist der Regierer und der allmächtige Wesen dieser Universum und er ist der das Leben erhält. And he is the source of all moral authority. Und er ist der Quelle aller moraler Autorität. And because of this, he is our God and our maker. Und deswegen ist er unser Gott und unser Schöpfer. The pagans worship things which they have made. Also die Leute, die nicht Christen sind, also die Pagans, beten Sachen an, die sie mit Händen gemacht haben. And for us, we worship God who has made us. Aber wir beten Gott an, der uns gemacht hat. So he says, he is our God. Er sagt, er ist unser Gott. And we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Und wir sind die Schafe seiner, wir sind die Schafe in seiner Hand. Now this is speaking about the care. Das spricht von das Kümmern. God did not only create us, Gott hat uns nicht nur geschaffen, but he is taking the care of us. aber er ist aufmerksam auf uns. When we talk about the sheep and the shepherd, Wenn wir von das Schaf und der Hirte sprechen, we get the picture that the shepherd gives and supplies everything that the sheep need. wir sehen, dass der Hirte sich das Schaf versorgt. For example, the pasture, the water, the protection, and all other benefits. Wir sehen, dass das Wasser, das Gras und die Sicherheit, alles kümmert sich der Hirte. And all that the sheep need is to follow the shepherd. Und alles, was die Schafe zu machen brauchen, ist der Hirte zu folgen. So here when he talks about the sheep and the shepherd, he is talking about us as the sheep and God being the shepherd. Und hier spricht er davon, dass wir die Schafe sind und Gott ist der Hirte. And therefore, we can talk about this picture in a deep way. Und wir können über dieses Bild in eine tiefere Weise sprechen. Because here he says, today, if you will hear the voice of if we will hear his voice, do not harden your heart as you did in rebellion, as in the day of trial in the
Und hier sagt er, dass wenn ihr seine Stimme hört, macht euer Herz nicht hart, wie ihr das in der Wüste gemacht haben. Amen. Amen.